Ein Quilt mit Farbverlauf sieht wunderschön aus, wenn er fertig ist, aber bei der Erstellung kommt man da an einige Schwierigkeiten. Wie kriegt man den Farbverlauf so hin, dass er nachher wirklich so auf dem Quilt erscheint, wie man ihn plant? Das heißt, ein Farbverlauf braucht viele Vorbereitungen. Und Pabaro. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir patchen einen Farbverlauf. Wie man den Quiltblock arbeitet, das seht ihr in dem unter diesem Video verlinkten Video. Heute möchten wir wissen, wie machen wir den Farbverlauf, und dazu bieten sich diese Melange-Stoffe von Stoff Fabrics ganz wunderbar an, denn wir haben jede Menge davon. Wir haben eine richtig große Auswahl. Wenn ihr den Quilt arbeitet mit den Stoffen, würde mich interessieren, in welchen Farben arbeitet ihr den Quilt oder in welchen Farben würdet ihr den Quilt arbeiten, wenn ihr das denn mal umsetzen möchtet. Was ihr hier seht, sind meine zugeschnittenen Stoffstücke. Ich schneide einen Farbverlauf gerne vorher zu, sodass ich der Reihe nach das Ganze arbeiten kann. Macht man das bei einem ganzen Quilt oder bei großen Abschnitten vom Quilt, hat man jede Menge Stoffstücke. Ich habe kein Nähzimmer, ich sitze immer noch im Wohnzimmer, finde das auch sehr schön, will das auch nicht ändern, aber meine Stoffstücke muss ich irgendwie so lange lagern können, ohne dass sie jemanden stören, bis ich dazu komme, sie zu nähen, meine Patches dann zusammenzusetzen. Und dafür habe ich hier, pabam, diese Wand. Das ist eines der Elemente von meiner Rückwand hier, die ich immer wieder anders gestalten kann. Und ich kann auch einzelne Elemente abnehmen. Und ich habe als Untergrund auf dieser Wand habe ich einmal ein Muster. Wie soll mein Quilt denn werden? Und alle zugeschnittenen Stoffstücke habe ich einmal exakt an die Stelle gesteckt, an der ich sie denn haben möchte. Wenn ich das Ganze jetzt gesichert wegstellen möchte, ohne dass meine Stoffstücke irgendwie Schaden nehmen, kann ich das ganz einfach machen. So, babam, Achtung, Vorsicht. Ich habe eine zweite Wand. Und diese zweite Wand kann ich vor meine erste Wand stellen. Und das Ganze hat hier, so, ich weiß nicht, sieht man das, so ein paar, ich nehme das mal ab. Also das Ganze hat so ein paar Krallen, und mit diesen Krallen kann ich meine Wand zusammenstecken und schließen. Auf beiden Seiten. Und jetzt habe ich all meine Stoffstücke gut gesichert, habe meinen ganzen Quilt sehr klein und flach, sodass ich ihn einfach irgendwo in die Ecke stellen kann, bis ich ihn verarbeiten kann. Und genau das machen wir jetzt. Wenn wir einen Farbverlauf patchen möchten, ist es gut, wir haben eine Vorlage, an der wir uns orientieren können. Die können wir uns selber aufzeichnen, selber nummerieren, betiteln, gestalten, wie auch immer. Unter diesem Video findet ihr ein Foto von diesem kurzen Girlandenstück mit all den Farbnummern, die ihr braucht, den Erklärungen, wo was hin soll. Dieses Foto könnt ihr dann als Vorlage zur Erstellung eurer Girlande nutzen. Nun hängen wir sie mal hier auf. Am Anfang starten wir mit halben Blöcken. Das heißt, ich habe hier bei meinem Hintergrundstoff schon 2 Blockhälften. Das ist eine Blockhälfte, die kommt hier oben hin. Das ist die zweite Blockhälfte, die kommt auf die andere Seite. Hinter meine Maschine habe ich eine weitere Girlande gehängt, sodass ich hier noch einmal sehen kann, was kommt hier hin. Ich habe also die Zuschnittstücke für 2 Hintergründe. Ich habe einen halben Zuschnitt für den Palmblattblock für die eine Seite und das gleiche noch einmal für die zweite Seite. Und diesen Block erstellen wir nun einmal. Da meine Blockhälften aber spiegelverkehrt funktionieren, muss ich darauf achten, dass ich jedes Stoffstück so exakt auf die richtige Seite lege. Das ist an der Wand ganz einfach. Wenn ich hier jetzt aber meinen Zuschnitt habe, ist das schon etwas schwieriger. Das heißt, ich nehme meinen Zuschnitt, schaue, wo liegt der?
Seitenverkehrt wäre er jetzt hier. Schlage ich das Ganze einmal um, würde er hier passen. Ich starte oben. Ich schlage das Ganze also auf die Seite, bei der ich sehe, so jetzt passt das. Mein Block deckt sich, meine Blockvorlage deckt sich genau mit dem schon gestalteten Block. Und so lege ich das Ganze einmal vor mich hin. Ich weiß jetzt also, ich brauche hier meine dunklen Stoffe. Wenn ich die anlege, passt das ganz wunderbar. Und ich brauche die Hintergrundstoffstücke, die sich genau hier anlegen. Meine zweite Blockhälfte kann ich nun umdrehen und kann hier schon die nächsten Stoffstücke anlegen. Und wenn ich das geklärt habe, kann ich meinen Block ganz einfach abnähen. So sieht unser halber fertiger Palmblattblock aus und wir arbeiten die zweite Hälfte direkt dazu. Und diese beiden Hälften nehmen wir nun und wir stecken sie einmal an die richtige Stelle. Auf diese Weise können wir kontrollieren, ob wir unseren Block richtig gearbeitet und an die richtige Stelle setzen können. Wenn ihr das Ganze nach einem Foto arbeitet, hängt ihr das Foto an die Wand oder legt das auf den Boden, wo auch immer ihr euer Quilt-Top zusammensetzen möchtet. Und ihr legt die fertigen Blöcke direkt unter das Foto. Das nächste, das wir nun arbeiten möchten, ist ein kompletter Block, der sich zwischen beide Blockhälften setzt. Und diesen kompletten Block finden wir genau an der entsprechenden Stelle. Das heißt, wir nehmen wieder Hintergrundstoffe, wir nehmen die hellere Seite, wir nehmen die dunklere Seite und das Ganze nehmen wir wieder zur Nähmaschine und wir setzen ihn genau an die richtige Stelle. Wir fertigen Block für Block nach der Vorlage an und diese Blöcke setzen wir nun auf unsere vorbereitete Wand. Jeden Block, den wir gearbeitet haben, können wir nun an den richtigen Ort setzen. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Wenn euch der Kanal gefällt, dann abonniert bitte den Kanal, denn darüber kann mein Kanal wachsen, denn so funktioniert YouTube. Wir achten darauf, dass die spitzen Enden zueinander treffen. Unser Block arbeitet sich von einer spitzen Seite zur offenen Seite und diese offene Seite trifft auf 3 spitze Seiten und die offene Seite von dem mittleren Block wandert wieder weiter und trifft auf die nächsten 3 spitzen Seiten. Das ist die Idee. Unseren Farbverlauf bilden wir, indem wir jeden Block aus 2 Farben gestalten. Die hellere Farbe von unserem Startblock geht in die nächste Reihe, wird da zur dunklen Farbe. Die gegenüberliegende helle Farbe wandert zum nächsten Block, wird da zur dunklen Farbe, bis wir an den äußeren Rand wandern. Was wir nun noch brauchen, sind Dreiecke. Dazu schneiden wir 3 Quadrate, A22 mal 22 cm zu. Die schneiden wir in der Mitte durch und nun können wir unsere Quadrate einmal ansetzen. Wenn wir unsere Blöcke zusammensetzen möchten, passiert das über die 45-Grad-Linie. Wir setzen jeden Block aus dieser schräg verlaufenden Reihe zusammen und wir fangen an hier unten in der Ecke. Wir legen unseren halben Block aus und wir nehmen ein Dreieck dazu. Das ist die äußere Spitze. Hier ist die Ansatzstelle für den nächsten Block. Da möchten wir beide Blöcke genau gerade abschließend haben. Wir schlagen den halben Block über, legen das Ganze zueinander, richten das gerade aus und wir nähen einmal diese erste Seite. An unserem Paper Piecing Stück haben wir die Nahtlinie eingezeichnet, sodass wir genau über diese Nahtlinie nähen können.
So, das Ganze falten wir wieder auseinander. Unsere Nahtzugabe lassen wir zum Dreieck wandern. Und das setzen wir nun wieder an die richtige Stelle. Nun arbeiten wir uns durch die nächste Bahn. Ich lege das, wenn ich das mache, immer ganz gern auf dem Boden aus, weil ich das dann leichter überschlagen kann. Hier habe ich es jetzt an der Wand. Wir nehmen das Teilstück, schlagen das über, richten das Ganze einmal aus und wir nähen diese äußere Seite. Und so schaut das aus. Dieses Stück hänge ich jetzt noch mal einmal an meine Wand. Auf diese Weise setzen wir alle Reihen zusammen. Das schaut gut aus. Das heißt, wir nehmen nun wieder außen angefangen unsere erste hier versteckte Bahn und nähen diese Bahn an unsere langgestreckte Bahn. Das heißt, wir schieben das wieder genauso, dass hier unsere Nahtlinien sich ineinander schieben. Die untere Nahtzugabe wandert zu mir, die obere Nahtzugabe wandert zur Maschine. Und wir haben unsere Blöcke noch nicht versäubert. Wir haben also hier auf dieser Seite noch diese überstehende Ecke. Und wir achten darauf, dass diese überstehende Ecke von unserer angenähten Seite genau darüber steht. Alle überstehenden Ecken stehen nun genau da, wo sie stehen sollen. Und wir können das Ganze einmal festnähen. Und wenn wir das haben, schauen wir uns das einmal an. Das schaut gut aus. Wir halten das einmal an unsere Wand. So macht das Sinn. Also schlagen wir beide Seiten übereinander. Und so nähen wir alle einzelnen Reihen zusammen. Und nach entsteht unser Motiv. Achtung, Moment. Tada! Ups. So soll das aussehen, bis alle Reihen zusammengesetzt sind. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, dann schaut unser zweiter Block genau so aus. Yay! Das stecken wir einmal fest. Und diesen Block brauchen wir 4-mal. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Arbeiten von der Palmblattgirlande. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter patchen und quilten. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.